Hi Leute, sorry, ich hatte diese Woche die Grippe, deshalb klingt meine Stimme noch etwas kratzig und meine Nase ist noch verstopft. Deswegen, ja, egal. Auf jeden Fall wollte ich mich für diese großartige Resonanz auf mein letztes Video bedanken. Ich meine, letzte Woche hatte ich gerade mal 10 Abos und bei meinen Videoaufrufen war es für mich schon das Größte, wenn ich 5 Aufrufe erreicht habe. Aber okay, den Kanal betreibe ich erst seit einem Monat und meine Erfahrung und Fähigkeiten im Erstellen und Aufnehmen von Videos ist noch ziemlich am Anfang. Aber hey, es ist ein Hobby, das mir unheimlich Spaß macht. Deshalb mache ich auch das Ganze. Ich hatte aber auch unheimlich Freude an euren ganzen Kommentaren, insbesondere die positiven. Danke für eure ermutigenden Worte und Zusprüche. Und auch danke an jeden Einzelnen, der den Kanal abonniert hat. Ihr seid wirklich die Besten. Mittlerweile habe ich jetzt fast 100 Abos und jeder einzelne davon bedeutet mir mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Für euch ist es nur ein Klick, für mich aber ist das die größte Wertschätzung für meine Mühen, auch wenn es nur ein Hobby ist. Denn es zeigt mir, dass euch mein Content gefällt und ihr mehr davon sehen wollt. Kann es also ein größeres Kompliment als das geben? Auf jeden Fall möchte ich mich aber auch für die kritischen Kommentare bedanken, denn ihr helft mir, meine Fehler zu erkennen, damit ich besser werden kann. Deshalb auch an euch ein großes Dankeschön. Ich hätte dann nur eine kleine Bitte. Wenn ihr mich schon kritisieren wollt, dann sagt auch, was ich besser machen könnte und werdet nicht einfach sinnlos beleidigend. Ich weiß, es gibt viele Trolle im Netz, die sich dadurch profilieren, indem sie andere niedermachen, aber auch die werden weniger, wenn wir einfach alle nett zueinander sind. Ich meine, ich kann nichts mit Aussagen anfangen wie Deine Stimme klingt kacke. Bin ich bei DSDS? Will ich Sänger werden oder sowas? Nein. Dann schreibt, wenn schon, deine Stimme klingt kacke, weil du die Texte falsch betonst. Oder sowas ähnliches. Damit kann ich dann auch arbeiten und auch was ändern. Und ja, wenn wir schon mal dabei sind, möchte ich auf die Kritikpunkte eingehen, die ich am meisten gelesen habe. Einmal wäre da meine Grammatik. Wusste gar nicht, dass so viele Germanistikprofessoren True Crimes schauen. Naja, sei es drum. Wie gesagt, ich mache das Ganze erst seit einem Monat. Das Aufnehmen fällt mir halt noch etwas schwer. Ich habe es versucht, frei raus aufzunehmen, ohne Text, aber dann ging die Hälfte vergessen. Also habe ich mir aufgeschrieben, was ich sagen wollte. Das lief dann schon etwas besser. Das Problem ist nur, wenn man 100 Mal den gleichen Text einspricht, verliert dieser irgendwann seine Bedeutung und man checkt nicht mehr ganz, was man da sagt. Kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr 100 Mal hintereinander das gleiche Wort sagt, bedeutet es einfach plötzlich nicht mehr das gleiche. Naja, etwas so ist es mir beim Aufnehmen auf jeden Fall ergangen. Aber hey, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, oder? Aber dann dachte ich mir so, okay, das Video ist zwar nicht perfekt, aber ich habe halt noch kaum noch Reichweite. Also noch vor einer Woche hat sich kaum jemand meine Videos angeschaut, also habe ich mir nichts dabei gedacht, dachte so, okay, außer ich selbst wird das niemand sehen. Ja, das Video war für mich sowieso eher so als Übung für mich gedacht, um meinen Stil zu finden, besser im Aufnehmen zu werden, das Schneiden und halt alles, was so dazugehört beim Video erstellen, ne? Aber auf einmal hatte ich über Nacht plötzlich 4000 Aufrufe. Ja, zuerst dachte ich, es ist irgendein Fehler oder so. Aber nein, das Video hatte tatsächlich so viele Leute erreicht. Naja, ich dachte mir so, oh Scheiße. Hätte ich das geahnt, dass so viele es sehen werden, hätte ich mir echt mehr Mühe gegeben. Nun, ja, das war mal ein Punkt. Ein weiterer Punkt, bei dem ich kritisiert wurde, war meine Aussprache. Und ja, ihr habt recht, ich bin kein Deutscher. Und ja, das hört man mir auch raus. Das liegt aber daran, weil ich Schweizer bin. Und unser Schweizer Hochdeutsch klingt halt etwas anders. In der Regel finden es auch die meisten eher lustig, was es auch ziemlich ist, finde ich. Also auch als Schweizer selbst, ich meine, ja, klingt halt schon irgendwo lustig.
Ich habe mir deshalb auch sehr viel Mühe gegeben, das zu touchieren, indem ich das R nicht mehr rolle oder das CH feiner ausspreche. Sonst würden meine True Crimes etwa so klingen. Und dann kam der Mörder ins Haus und stach das Opfer nieder und klaute das Küchenkästli. Glaubt mir, das wollen wir alle nicht. Und es ist wirklich nicht einfach, aber bei so einem ernsten Thema wie True Crimes will man ja auch nicht witzig klingen. Aber auch das hat mir das Einsprechen der Texte extrem erschwert, weil man einfach viele Dinge in der Schweiz halt anders ausspricht. Also ihr seht, es liegt nicht daran, dass ich kein Deutsch kann oder erst seit gestern im Dachraum lebe. Es ist einfach mein Schweizer Dialekt und der Punkt, dass ich das noch nicht so lange mache. Und klar, auch die Nervosität fließt hier etwas mit rein. Ach ja, und noch der letzte Punkt. Und zwar, dass ich versuchen würde, den Fall unheimlich rüberzubringen und eine riesen Show draus mache. Sorry, ich wollte einfach das ganze spannender rüberbringen, dass einem der Fall auch wirklich packt und dabei einen Wiedererkennungswert generieren. Denn ich liebe True Crimes, aber ich finde, die meisten sind etwas langweilig erzählt, obwohl es echt spannende Fälle sind. Und das wollte ich anders machen. Aber wer sich darüber beschwert, dass man aus einem Fall in Anführungszeichen eine Riesenshow machen wollen würde, sollte gar keine True Crimes gucken und auch keine Filme nach wahren Begebenheiten, weil es bei allen anderen genauso zutreffen würde und man die gleichen Vorwürfe machen könnte. Und was ist schon falsch daran, wenn man mehr Leute erreichen will, um auf diese schlimmen Taten aufmerksam zu machen? Es ist immer noch besser, als es in Vergessenheit geraten zu lassen. Das ist, wenn schon, pietätlos. Gut, ich will das Ganze nicht noch mehr in die Länge ziehen. Ich wollte nur kurz mein Statement abgeben. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze jetzt besser und seid ein bisschen nachsichtiger mit mir, wenn meine Videos jetzt nicht am Anfang schon so perfekt sind wie von einem, der das schon seit 10 Jahren macht und schon über 100.000 Abos hat. Und vielleicht nehme ich das Ganze auch gerade völlig umsonst auf, weil das letzte Video nur Glück war und jetzt dieses Video keine Sau mehr anguckt. Ne? Kann auch sein. Auf jeden Fall arbeite ich an mir und versuche mir mit jedem Video besser zu werden. Ich versuche mit jedem Video besser zu werden. Ich hoffe, das ist mir bei diesem Video gelungen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu meint. Und bitte, wenn ihr Kritik äußern wollt, kein Ding, aber bitte konstruktive Kritik, mit der ich auch arbeiten kann. Danke. Voodoo kennt nur einen Gott. Dieser wird auf Französisch Bon Dieu genannt, zu Deutsch guter Gott. Da Bon Dieu allerdings so gewaltig ist, dass der Gläubige sich nicht direkt an ihn wenden kann, gibt es die Loa als Vermittler. Bei den Loa handelt es sich um göttliche Geistwesen, in deren Macht es steht, Dinge zu verändern. Für den Voodoo-Gläubigen sind die Loa Racine, die Familien Loa, deren Anbetung innerhalb der Familie schon seit Generationen stattfindet, dabei die wichtigsten Ansprechpartner. Und damit steigen wir in den Fall ein von Constanzo. Adolfo Constanzo wurde als ältestes Kind von Delia Aurora González del Valle, einer 15-jährigen Exilkubanerin, in Miami geboren. Seinen Vater lernte er nie kennen. Noch als Kleinkind zog er mit seiner Mutter nach San Juan in Puerto Rico, wo er katholisch getauft wurde. Obwohl er als Ministrant in der Kirche diente, lebte er im Geheimen den Glauben seiner Mutter, die zur haitianischen Priesterin ging und Voodoo-Riten befolgte. Ab seinem 10. Lebensjahr wurde er von seiner Mutter im Glauben der Santeria-Religion erzogen und kam im selben Jahr bei einem Ausflug nach Haiti erstmals mit einem Voodoo-Priester in Kontakt. Seine Mutter heiratete in San Juan.
Constanzos Stiefvater starb ein Jahr nach der Heirat und Constanzo zog mit seiner Mutter 1972 zurück nach Miami. Obwohl sie durch ihren verstorbenen Mann finanziell gut abgesichert war, wurde sie zur Kleinkriminelle. Seine Mutter wurde mehr als 30 Mal wegen verschiedener Delikte inhaftiert, doch da sie ihre Taten stets mit ihrem Glauben entschuldigte, der es ihr befahl zu stehlen, kam sie mehrmals wieder mit Bewährung auf freien Fuß. Ihr Glaube, den auch Constanzo im Laufe der Zeit verinnerlichte, zeigte Ausdrucksformen, die mit den gesellschaftlichen Gepflogenheiten nicht vereinbar waren. So zog sie mit ihrem Sohn von Mietshaus zu Mietshaus und ließ stets ihre letzte Bleibe in einem furchtbaren Zustand hinter sich. Das Wohnobjekt war unaufgeräumt, die Wände mit Blut beschmiert und die Räume mit Körperteilen von geopferten Tieren gefüllt. Unter den Nachbarn vermutete man bereits, Delia González del Valle wäre eine Hexe und dass man ihren Zorn befürchten müsse, wenn man sich ihr in den Weg stellen würde. Legenden entstanden, dass man in so einem Fall den abgetrennten Kopf einer Ziege vor der Haustür vorfinden würde. Adolfo Constanzos Jugend war von diesen Einflüssen geprägt. Er beschäftigte sich auch mit Okkultismus und entwickelte angeblich die Fähigkeit, die Zukunft vorauszusehen. So soll er laut Aussage seiner Mutter das Attentat auf US-Präsident Ronald Reagan im Jahr 1981 vorausgesehen haben. Wie seine Mutter kam auch er mit dem Gesetz in Konflikt, als er zweimal wegen Ladendiebstahls verhaftet wurde. Er erhielt knapp einen Highschool-Abschluss. Das Junior College brach er nur nach einem Semester schon ab. 1983 schloss er seine religiöse Ausbildung bei seinem Lehrer ab, einem Meister des Palo Mayombe, eines Kults, dessen Anhänger Satan als Gottheit anbeten. Um diese Verbundenheit zu unterstreichen, ritzte sich Constanzo folgende 2 Sätze ins Fleisch. Meine Seele ist tot, ich hab keinen Gott. Die Karriere als Medium. Im selben Jahr zog der gut aussehende Constanzo nach Mexiko-Stadt, wo er eine Anstellung als Model gefunden hatte. Durch sein angebliches Talent, mit Hilfe von Tarotkarten die Zukunft vorauszusehen, sorgte er in Fachkreisen schon bald für Aufsehen. Constanzo begann Jünger um sich zu scharen. Da er inzwischen zu seiner Bisexualität stand, waren es deshalb ausschließlich junge Männer. Zu den 3 bekanntesten Anhängern seines Kults zählten Martín Quintana Rodríguez, Jorge Montes und Omar Orea Ochoa, von denen Constanzo Rodríguez als Mann und Ochoa als Frau für sexuelle Dienste in Anspruch nahm. Mit diesen 3 ersten Jüngern etablierte er rasch in Mexiko-Stadt und Umgebung einen Ruf als Magier und Künstler, der in die Zukunft sehen und Limpias, auf Deutsch rituelle Reinigungen, vornehmen konnte. Diese Dienste waren nicht umsonst, so dass er begann, seinen bis zu 31 Stammkunden hohe Preise abzufordern. Eine einzige Sitzung, so seine Aufzeichnungen, kostete bis zu 4.500 US-Dollar. Des Weiteren bot er Opferungen von Tieren an. Auch hier führte er exakt Buch und nannte als Preis für einen Hahn $6, für eine Ziege $30 oder einer Boa $450. Er bot sogar ausgewachsene Zebras zum Opfern an und verlangte dafür $1.100. Als teuerstes Opfertier wurden Löwenjungen um $3.100 angeboten. Constanzo pflegte zudem Kontakt zu den reichen Drogenhändlern, die ihm Geld boten, damit er ihnen half, ihre Deals zu planen und richtig vorherzusehen. Auch legte er Zaubersprüche und Flüche über sie, so dass sie immun gegen Polizeikugeln wären.
Constanzos Hauptbuch gibt auch hier eine Größenordnung an und nennt einen Drogendealer, der in einem Zeitraum von 3 Jahren $40.000 an Constanzo für die Erbringung solcher gearteter Dienste bezahlt hatte. Constanzo hatte bald Anhänger in allen Gesellschaftsschichten. So zählten Ärzte und Immobilienmakler ebenso zum engsten Kreis des Mediums wie etwa Mannequins und Transvestiten. Selbst 4 Mitglieder der Polizei von Mexiko-Stadt verehrten Constanzo als Gottheit, darunter Salvador Garcia, ein Beauftragter des Rauschgiftdezernats, oder Florentino Ventura, Chef der mexikanischen Abteilung von Interpol. Dies kam Constanzo recht, da er so seine Geschäfte mit den Drogenhändlern zum Abschluss bringen konnte, ohne von der Polizei behelligt zu werden. Schmiergeld und Korruption standen in Constanzos Clan auf der Tagesordnung. 1986 führte ihn Ventura in die Familie Calzada ein, eines der einflussreichsten Drogenkartelle Mexikos. Binnen weniger Monate wurde Constanzo auch durch seine Aufträge für die Calzadas ein reicher Mann, der etwa für $60.000 ein Eigenheim erstehen konnte oder ein $80.000 teures Auto der Marke Mercedes-Benz. Constanzo lernte schnell dazu und beging auch ab und zu Betrügereien im großen Stil. Als Beamter des Drogenvollzugs getarnt, betrog er einen Kokainhändler aus Guadalajara und verkaufte die Ware, die er beiseite schaffen ließ, für $100.000. Die Mordserie. Durch seine Religion, den Glauben an den Palo Mayombe, war für Constanzo auch der Nganga wichtig, auf Deutsch der Kessel des Blutes. Zunächst nur auf das Schänden von Gräbern und das Praktizieren okkulter Handlungen mit Menschenknochen spezialisiert, war er an einen Punkt angelangt, an dem er begann, auch Menschen zu opfern. Mitte der 80er Jahre kamen in Mexiko-Stadt und Umgebung 23 Menschen auf brutale Art und Weise zu Tode. Auch wurden unzählige Menschen verstümmelt und überlebten schwer verletzt. Polizisten gingen davon aus, dass sich viele Menschen aus Angst sich nicht der Polizei anvertrauten und die Dunkelziffer daher noch wesentlich höher lag. Constanzo wollte im April 1987 Mitglied im Calzada-Kartell werden, da er meinte, nur seinen Fähigkeiten wäre dessen Aufschwung zu verdanken. Als diese ihn jedoch abwiesen, fasste er einen folgenschweren Entschluss. Am 30. April 1987 verschwanden Guillermo Calzada Sanchez sowie 6 seiner Familienmitglieder. Die Polizei, die am 1. Mai zum Haus der Familie gerufen wurde, suchte 6 Tage nach ihnen, bis sie die Leichen von 7 Menschen aus dem Zupango River bergen konnte. Alle wiesen Merkmale von grausamer Folter auf. Allen, ausnahmslos männlichen Opfern, fehlten die Genitalien und Herzen. Auch fehlten weitere Körperteile, die, so stellte sich später heraus, Constanzo in seinem Kessel des Blutes gekocht und gegessen hatte. Im Juli 1987 wurde Constanzo vom Polizist Salvador Garcia in eine weitere Drogenfamilie eingeführt, deren Oberhäupter das Brüderpaar Elio und Ovidio Hernandez war. In jenem Monat lernte der 24-jährige Constanzo in Matamoros die 22-jährige Sara Maria Aldrete Villarreal kennen, die eine Beziehung mit dem Drogenschmuggler Gilberto Sosa unterhielt, der wiederum für die Familie Hernandez tätig war. Constanzo verliebte sich in die gut aussehende Frau, die am selben Tag, also den 6. September, wie seine Mutter Geburtstag hatte. Villarreal war die einzige Frau, mit der Constanzo nachweislich sein Bett geteilt hatte. Auch geriet die junge Frau, die Sportlehrerin an einem College war, dermaßen in den Bann von Constanzos Sekte, dass sie bald als Madrina, also Patin, von allen Anhängern respektiert wurde. Sie war bald nicht nur Zeugin, sondern auch Täterin der Opferrituale. Um diese noch grauenhafter und vor allem in aller Stille zu inszenieren, erwarb Constanzo ein Stück Wüste, 32 Kilometer außerhalb von Matamoros.
Die Ranca Santa Elena. Hier kamen am 28. Mai 1988 der Drogenhändler Héctor de la Fuente und der Landwirt Moises Castillo durch Pistolenschüsse ums Leben. Da diese Exekution für Constanzo nicht zufriedenstellend waren, ließ er am 16. Juli 1988 in Mexiko-Stadt den Transvestiten Raúl Paz Esquivel zerstückeln, einen ehemaligen Liebhaber seines männlichen Sexualpartners Jorge Montes. Am 10. August 1988 wurden Ovidio Hernandez und sein zweijähriger Sohn von einem rivalisierenden Drogenclan entführt, worauf Constanzo in der darauffolgenden Nacht ein Menschenopfer darbrachte und für die Freilassung betete. Die Entführten wurden am nächsten Tag freigelassen, was Constanzo zu seinen Gunsten auslegte. Dass Constanzo kaum Schuldgefühle hatte, lässt sich am Beispiel des Suizids von Florentino Ventura ermessen, eines Sektenmitglieds, das den Ausstieg suchte. Am 17. September 1988 tötete er zunächst seine Frau und seinen Freund und anschließend sich selbst. Adolfo Constanzo nahm diesen Vorfall kaum wahr. Die Jagd nach Menschenopfern wurde immer unerbittlicher. Im November 1988 ermordete Constanzo seinen Jünger Jorge Valente de Fierro Gomez, da dieser Kokain konsumiert hatte. Obwohl Constanzo mit Drogendealern zu tun hatte, untersagte er seinen Anhängern jeglichen Rauschgiftkonsum. Zudem wurden konkurrierende Drogenhändler ebenfalls exekutiert. So am 14. Februar 1989 Ezequiel Rodríguez Luna und dessen zwei Partner Ruben Vela Garza und Ernesto Riva Diaz, sein erstes und einziges nachweisbares Kinderopfer, forderte Constanzos Kult am 25. Februar 1989, als er den Vetter von Ovidio Hernandez, den 14-jährigen José García, ermorden ließ. Der Anfang vom Ende. Am 13. März 1989 wurde ein bis heute unidentifizierter Mensch auf der Ranch ermordet. Da dieser sich nicht genügend zur Wehr setzte und Constanzo mit der Exekution nicht zufrieden war, entführten seine Helfershelfer am nächsten Tag, dem 14. März 1989, aus einer Bar in Matamoros den 21-jährigen US-amerikanischen Medizinstudenten Mark Kilroy. 2 Wochen später folgte ihm Gilberto Sosa in den Tod, der Ex-Freund von Constanzos Freundin Sara Maria Aldrete Villarreal. Doch Mark Kilroys Ermordung, noch am Tag seiner Entführung, markiert den Wendepunkt in der Biografie von Adolfo Constanzo. Denn anders als namenlose Bauern oder Transvestiten war Kilroy ein junger Mann, der nicht nur eine Familie, sondern zusätzlich noch eine Lobby hinter sich hatte. Sein Onkel arbeitete im Wirtschaftsministerium der USA. Die US-Behörden boten 15.000 US-Dollar für Informationen zum Verschwinden von Mark Kilroy an. Die Suche sowohl auf US-amerikanischer als auch mexikanischer Seite wurde international verfolgt. Das Ende der Mordserie. Am 1. April 1989 wurde der Polizist Victor Sauceda von Constanzo auf der Ranch ermordet. Mit seinem Tod wollte man Satan gnädig stimmen, da die Drogenhändler planten, eine Woche später eine halbe Tonne Marihuana über die Grenze in die USA einzuführen. 8 Tage später, am 9. April, wollten die Sektenmitglieder Serafín Hernández García und David Martinez mit ihrem Auto bei Brownsville im US-Bundesstaat Texas einer Polizeistreife einfach davonfahren, da sie davon ausgingen, Constanzos Zaubersprüche hätten sie unsichtbar gemacht. Doch die Polizei stellte die beiden Männer und nahm sie fest. Sie entlockte den beiden erste Geständnisse.
Zu weiteren Ermittlungen fuhren die Polizisten zusammen mit den Festgenommenen auf die Ranch, wo ihnen 2 weitere Anhänger des Kults, Sergio Martinez und Elio Hernandez, in die Arme liefen. Die Männer gaben nach langen Verhören Geständnisse ab und offenbarten den Ermittlern das ganze Ausmaß der Mordserie. Die Ranch wurde bis zum 16. April 1989 systematisch durchsucht. Auf einem eigens von Constanzo angelegten Friedhof barg man die verstümmelten Leichen von 15 Menschen, darunter auch die von Mark Kilroy, dessen Schädel gespalten war und dem das Gehirn entnommen worden war. Auch 2 Polizisten, Joaquin Manso und Miguel Garcia, waren unter den Toten. 3 Menschen konnten bis heute nicht identifiziert werden. Constanzos Tod. Adolfo Constanzo wurde nun mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Polizei führte am 17. April 1989 eine Razzia in seiner Wohnung bei Atizapan durch, konnte aber außer einer Kammer, die für rituelle Opfer diente, nichts entdecken. Von überall her meldeten sich Anrufer, die meinten, Constanzo gesehen zu haben, selbst in Chicago, Illinois. Constanzo allerdings hatte sich mit seiner Freundin Sara und 3 Jüngern in ein kleines Apartment in Mexiko-Stadt zurückgezogen. Sara, die um ihr Leben fürchtete und der inzwischen klar war, dass sie einen Serienmörder geliebt hatte, schrieb einen Zettel mit folgendem Wortlaut, den sie am 2. Mai 1989 aus dem Fenster warf. Bitte rufen Sie die Justizbehörde und erzählen Sie denen, dass in diesem Gebäude jene sind, die Sie suchen. Sagen Sie ihnen, dass eine Frau als Geisel gehalten wird. Ich bitte darum, weil ich vor allem sprechen will. Oder Sie werden das Mädchen umbringen. Ein Passant, der die Notiz fand, ignorierte sie, da er meinte, es wäre ein schlechter Scherz. 4 Tage später, es war der 6. Mai 1989, wurden die Polizisten zu einem Apartmenthaus gerufen, da sich Anwohner über den lauten Streit aus der Nachbarwohnung beschwert hatten. Nichts ahnend, dass es Adolfo Constanzos Wohnung war, fuhren die Beamten zum Einsatzort. Constanzo, der die Polizisten vom Fenster aus sah, griff zu seiner Uzi und eröffnete das Feuer. Es grenzt an ein Wunder, dass in dem 45-minütigen Feuergefecht, in dem zuletzt 180 Polizisten involviert waren, nur ein Beamter leicht verletzt wurde. Als Adolfo Constanzo registrierte, dass es für ihn kein Entkommen mehr gab, drückte er seine Waffe Álvaro de León Valdés, einem Profikiller und Sektenmitglied, in die Hand und gab ihm den Befehl, ihn und Martín Quintana Rodríguez zu töten. Obwohl Valdés sich anfänglich weigerte, führte er den Befehl schließlich aus. Als die Polizisten schließlich die Wohnung stürmten, lagen Adolfo de Jesús Constanzo und Martín Quintana Rodríguez tot in ihrem Blut. Valdés, Omar Orea Ochoa und Sara wurden verhaftet. Das Nachspiel. Im August 1990 wurde Álvaro de León Valdés wegen des Mordes an Constanzo und Rodríguez zu einer Freiheitsstrafe von 35 Jahren verurteilt. Juan Fragosa und Jorge Montes erhielten ebenfalls Freiheitsstrafen zu je 35 Jahren wegen des Mordes an den Transvestiten Raúl Paz Esquivel. Omar Orea Ochoa war ebenfalls im selben Mordfall angeklagt, starb jedoch an AIDS, noch bevor ein Urteil über ihn verhängt werden konnte. Sara Maria Aldrete Villarreal, die bis zuletzt beteuerte, nichts von den Morden auf der Ranch gewusst zu haben, erhielt 1994 eine Freiheitsstrafe von 62 Jahren. Weitere Sektenmitglieder, darunter Elio Hernandez, erhielten ebenfalls Freiheitsstrafen von bis zu 67 Jahren.